Unter meinem Video zu Battle Realms schrieb jemand, dass nicht nur besagtes Spiel von Liquid Entertainment seine Kindheit geprägt hat, sondern auch noch 2 weitere Spiele. Und damit ist er nicht alleine. Project Nomad sagt mir gar nichts, dafür kann ich mit No Man's Land deutlich mehr anfangen. Es reiht sich ein in die Gruppe von Spielen, die ich damals wahnsinnig gern und ausgiebig gespielt habe. Es muss neben Battle Realms mein erstes Echtzeitstrategiespiel, ach, was rede ich da, eines meiner ersten Spiele überhaupt gewesen sein. Jetzt sah ich neulich die Computerbild-Spieledisk mit dem Spiel drauf hier rumliegen und musste es einfach wieder installieren. Kaum gestartet war ich wieder voll drin im Spiel. Wahnsinn, wie man einige Dinge schlicht nie verlernt, wenn man sie einmal konnte. Ist quasi wie mit dem Fahrradfahren. Bereits bei der Musik im Hauptmenü überkam mich ein wohliges Gefühl. Da bekomme ich doch direkt Lust, in eine neue Welt aufzubrechen. Generell stimmte mich das Hauptmenü nostalgisch. Man sieht, wie ein Kriegsschiff gegen einige Soldaten kämpft, mit denen den Boden aufwischt, bis eine Kanone dazu kommt und an den Schiff deutlich mehr Schaden anrichtet. Bis das Schiff dann irgendwann brennt und schließlich sinkt. Zwischendurch landen auch noch Infanteristen per Transportschiff an der Küste und mischen sich in den Kampf ein. Bis dann alle tot sind, ein neues Schiff kommt und der Spaß wieder von vorn losgeht. Woher ich das weiß? Nun, ich habe das Treiben damals minutenlang beobachtet. Es war faszinierend zu schauen, was passiert, wenn man nicht gleich in die weiteren Menüs verschwindet. Und wisst ihr, wieso ich mir so sicher bin, dass No Man's Land eines meiner ersten Spiele gewesen ist? Die Lösung dafür findet man im Tutorial. Das startete ich damals als allererstes und ich konnte mich jetzt lebhaft daran erinnern, wie ich als kleiner Kalimo die Worte des Sprechers von Umak, das ist der Bogenschütze, den man im Tutorial steuert, für bare Münze nahm. Der sagt nämlich solche Sachen, wenn man ihn irgendwo per Rechtsklick hinschickt. Ich bin auf der Hut. Ich beuge mich eurem Willen. Der große Geist wird mich leiten. Ist ja eigentlich Standard. Allerdings sagt er auch das hier. Dieser Weg ist gefährlich. Als ich das damals zum ersten Mal hörte, tauchten zeitgleich einige Soldaten in meinem Sichtfeld auf und ich dachte, Umak würde diese Situation mit dem Dieser Weg ist gefährlich kommentieren. Also schickte ich ihn panisch wieder in eine andere Richtung, nur um festzustellen, dass er das andauernd ohne richtigen Grund sagte und dass das eigentlich meine Soldaten waren, die da auf dem Weg herumlungerten. Diese Erinnerung hat sich so tief in mein Gedächtnis eingebrannt, dass ich beim Spielen wieder darüber schmunzeln musste. Erstaunlich, wie unwissend ich damals war. Eigentlich schön. Wie es sich für ein Tutorial gehört, bereitet es einen auf die harte Welt der Kampagne vor. Wohl besser, der Kampagnen, muss man hierbei betonen. Denn neben den Waldindianern, mit denen man schon das Tutorial bestreitet, gibt es auch Kampagnen für die Engländer und Spanier. Alle umfassen immer 3-4 Missionen, die Konflikte in der neuen Welt behandeln. Engländer kämpfen gegen Spanier um die Vorherrschaft, Spanier kämpfen gegen die Engländer, müssen sich aber auch mit den Ureinwohnern herumschlagen. Und die Indianer wollen ihr Land gegen den weißen Mann verteidigen. Später spielt man auch noch mit den Patrioten, Prärie-Indianern und Siedlern. Aus heutiger Sicht ist es ganz lustig, wenn man feststellt, dass es immer dieselben 4-5 Sprecher sind, die in den einzelnen Missionen die verschiedenen Rollen übernehmen. Ihr hattet keine Chance? Gegen ein paar dahergelaufene Seeräuber? Ihr glaubt doch nicht, ich sei Tausende von Meilen gereist, um mit knurrenden Magen das Wort des Herrn zu verkünden? Eine echte Augenweide, euer Dienstmädchen. Mein Bruder Magua war schon immer ein Feigling. Willst du dich auch diesmal davonschleichen? Da ist ja der Junge, der die herrenlosen Ländereien des alten Griesgrams geerbt hat. Und auch wenn man häufig schon direkt weiß, wer sich letztendlich als Bösewicht herausstellt, weil die eigentlich immer vom gleichen Sprecher gesprochen werden, finde ich die Sprecher immer noch cool. Strategiespieltypisch lernt man innerhalb der Kampagnen nach und nach immer neue Einheiten und Gebäude kennen. Während man besonders in den ersten Missionen noch sehr in der Einheitenvielfalt begrenzt ist, steht einem in den späteren Missionen das komplette Arsenal der jeweiligen Nation zur Verfügung. Ich habe 2 Pistolen. Das sollte für alle reichen. Und Arsenal ist hier auch der passende Begriff. Da das Spiel zur Entdeckung Amerikas und noch deutlich danach in der Zeit des Wilden Westens angesiedelt ist, bildet man hauptsächlich Fernkämpfer mit Pistolen und Musketen aus. Statt Ramböcken helfen einen Kanonen bei der Zerstörung feindlicher Gebäude und es gibt nur vereinzelt Nahkämpfer. Die Indianer sind da ein wenig die Ausnahme, aber auch diese können neben den Bogenschützen Krieger mit Schusswaffen ins Feld führen.
Alle Völker haben dabei dann kostengünstige, schnell ausgebildete, aber auch dementsprechend schwächere Einheiten und wiederum teurere, dafür mächtige Soldaten, die aber länger ausgebildet werden müssen. Da die Ressourcen mehr oder weniger endlich sind, Mühlen und Goldminen sind irgendwann erschöpft, aber es werden immer noch kleine Beträge an Nahrung und Gold gesammelt, muss man in der Theorie die Entscheidung treffen, Masse oder Klasse oder einen Mix aus beidem. In der Praxis bilde ich maximal am Anfang einige schwächere Soldaten zum Schutz aus, weil die Elite-Einheiten auf lange Sicht schlicht deutlich besser sind. Das wird auch nochmal dadurch unterstützt, dass Einheiten im Kampf Erfahrungspunkte sammeln. Mit jedem Schuss auf eine feindliche Einheit steigt die Anzahl, bis sie einen bestimmten Wert erreicht. Erst 100, dann 200, bis hin zu 500. Dann steigt die Einheit einen Rang auf, wird sofort komplett geheilt und hat dann bessere Basiswerte, also höheren Angriffsschaden und Lebenspunkte. Wenn man also auf seine Einheiten aufpasst, werden sie über Zeit immer stärker und stärker. Das finde ich eine super Idee, zumal der Levelaufstieg ab und zu im perfekten Moment geschieht und die Einheit so dem Tod knapp von der Schippe springt. Wo wir gerade schon bei coolen Ideen sind. Man kann, wie das eigentlich bei jedem Strategiespiel üblich ist, im Haupthaus seine Sammler ausbilden, die dann Rohstoffe ernten und Gebäude errichten können. In No Man's Land kann man sich aber hier zwischen zwei Artensammlern entscheiden. Nimmt man männliche oder weibliche Bürger? In Zeiten der Gleichberechtigung fragt man sich, wo ist denn da der Unterschied? Und die Antwort sollte lauten, es gibt keinen. Aber im Spiel gibt es durchaus einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Denn die Frauen kosten weniger Nahrung als die Männer, haben weniger Lebenspunkte und schlechtere Angriffswerte. Zudem können sie im Notfall nicht mit Musketen ausgerüstet werden. Soweit ich weiß, sammeln die Frauen aber gleich schnell. Hier stellt sich also auch wieder die Frage, wie man an die Sache herangehen will. Lieber viele Sammler, die nicht viel aushalten, oder weniger von denen, die im Zweifel auch leichte feindliche Angriffe überleben können. Ich setze da meistens auf die Frauen. Eine andere nette Sache sind die Helden, die man ausbilden kann. Diese sind für jede Nation einzigartig, generell etwas widerstandsfähiger als normale Einheiten und bringen einige Spezialfähigkeiten mit. Zum Beispiel einen tödlichen Fernschuss oder die Möglichkeit, Einheiten im Umkreis zu heilen. Mit normalen Einheiten ist es also etwas schwieriger, diese Helden auszuschalten. Aber es gibt ja noch eine andere Möglichkeit. Und zwar Wild-West-typisch in Form von Kopfgeldjägern. Diese kann man im Haupthaus für etwas Gold anheuern und schon machen sie sich auf den Weg, die feindlichen Helden um die Ecke zu bringen. Allerdings kann der andere Spieler dem Kopfgeldjäger mehr Geld bieten und im Gegenzug auf unsere Helden umleiten. So kann schnell ein Wettbieten entstehen, weil beide Spieler ungern ihre Helden verlieren wollen. Manchmal ist es dann aber auch einfach schlauer, seinen Helden zu opfern, anstatt seine gesamten Goldvorräte dafür zu verschwenden, den Gegner zu überbieten. Und kennt ihr dieses sonderbare Phänomen, dass Gebäude in Strategiespielen oftmals anfangen zu brennen, aber bis zum Ende des Spiels dennoch stehen bleiben, als wäre nichts gewesen? Das passiert hier nicht. Wenn ein Gebäude über einen kritischen Wert beschädigt wurde, brennt es unentwegt weiter und verliert dauerhaft Lebenspunkte, bis es zerstört ist oder man es repariert. Eine Forschung ermöglicht es zwar, dass das nicht mehr passiert, aber wie geil ist das bitte, dass dieses Detail beachtet wurde? Das sind alles relativ einzigartige Systeme, die ich damals schon cool fand und beim Wiederspielen erneut wertschätzen konnte. Wie so oft in diesen Videos muss ich natürlich auch für den Soundtrack dieses Spiels einige lobende Worte finden. Jedes Volk hat seine eigene einzigartige und sehr passende Musik. Die Engländer klingen sehr stolz. Die Indianer, als würden sie gerade am Feuer gemeinsam musizieren. Und bei den Siedlern ist man dann direkt im Wilden Westen. Leider gibt es mit jeweils 2 bis 3 Musikstücken pro Volk für meinen Geschmack etwas zu wenig. Da hätten es gerne noch 1-2 Tracks mehr sein dürfen. Aber nichtsdestotrotz bekomme ich wohlig nostalgische Gefühle, wenn ich diese Musik höre. Gelungen finde ich auch, dass die Einheiten im Spiel, bis auf die Protagonisten in der Kampagne, nicht auf Deutsch sprechen, sondern ihren Völkern entsprechend in ihren Sprachen. Indianer versteht man also nicht so wirklich, Spanier sprechen Spanisch und der Rest Englisch mit unterschiedlich großen heißen Kartoffeln im Mund. Almost done. On the spot. Accomplished. Old MacDonald had a farm. I'm sick, tired, and armed too. So be careful. I am not cutting my hair. I am gay. I am broke as shit. Saddle the horses! Yes! Leave it to me.
At your service. Howdy. Come to No Man's Country. Is this really necessary? Is this really necessary? Is this really necessary? Ja, ist es. Ich merke bei diesen Videos immer, wie ich diese gute alte Zeit der Echtzeitstrategiespiele vermisse. Und wie schön es ist, dass ich eben solche Perlen wie No Man's Land ganz zu Beginn meiner Spielelaufbahn spielen durfte. Man muss bei all dem auch immer bedenken, dass es sich hierbei um ein Spiel von 2003 handelt. Während meiner kleinen Recherche zum Spiel habe ich dann auch zum ersten Mal realisiert, dass es vom deutschen Studio Related Designs entwickelt wurde. Diese Jungs und Mädels aus Mainz sollten in den Jahren nach No Man's Land noch einer gewissen Anno-Reihe mit 1701 wieder neues Leben einhauchen. Aber diese Spiele kennt bestimmt niemand mehr. Ich kann mich nur bei Related Designs für No Man's Land bedanken. In dem Sinne, danke.